Hi guys! Hallo Leute! Welcome back to German with Jenny. In this video, I want to talk to you about the verb to realize. And there are a bunch of different verbs you can use, but there are just some tiny differences between those verbs. And I want to explain to you today how they're different and in which situations they are used. So let's get started. The first verb I want to teach you is merken. Etwas merken. To notice something. I have this book here, which actually one of my students gave to me. It's really one of the best German books or books for German learning that I have found so far. It's called Dictionary of German Synonyms. Okay? And there's an excellent explanation of the verb merken. Okay? So it says here, merken suggests alertness of the senses. Okay? And from that alertness comes a mental realization. So that means you see something, you hear something, you feel something, and based on that feeling, based on that sense, you realize something, okay? So there's not much reflection going on. And this is a verb that can also be applied to animals, because animals, they cannot reflect on something, but they do notice things. Like a lion would notice when an antelope is running around in his territory. He would notice that. So you can use merken in that sense. Negatively, it implies that one is not sufficiently alert to notice what is obvious, okay? For instance, hast du das nicht gemerkt? Didn't you notice that? Hast du das nicht gemerkt? So we're expressing, wow, I cannot believe you did not notice that. Come on. All right, so it's time to look at some examples now. Ich merkte, dass sie meinen Arm berührte. I noticed that she was touching my arm. Ich merkte, dass sie meinen Arm berührte. So that realization comes from feeling something, feeling someone touching your arm, okay? Ich habe an seinem Gesichtsausdruck gemerkt, dass er sehr interessiert war. I noticed from his facial expression that he was very interested. So this realization comes from looking at someone's face and consequently noticing something about it. Ich habe an seinem Gesichtsausdruck gemerkt, dass er sehr interessiert war. Nach ein paar Minuten habe ich gemerkt, dass sie mir nicht zuhört. After a couple of minutes, I noticed that she's not listening to me. Nach ein paar Minuten habe ich gemerkt, dass sie mir nicht zuhört. Merkst du nichts? Don't you notice anything? Merkst du nichts? Ich habe gemerkt, dass er sehr angespannt war. I noticed that he was very tense. Ich habe gemerkt, dass er sehr angespannt war. Ich habe nichts gemerkt. I didn't notice anything. Ich habe nichts gemerkt. Ich habe erst gestern gemerkt, dass Franzi eine neue Frisur hat. I only noticed yesterday that Franzi has a new hairdo. Ich habe erst gestern gemerkt, dass Franzi eine neue Frisur hat. Er hat nicht gemerkt, dass ich sauer war. He didn't notice that I was mad. Er hat nicht gemerkt, dass ich sauer war. Ich merke, dass Sie nicht zufrieden sind. I notice that you're not satisfied. Ich merke, dass Sie nicht zufrieden sind. Ich glaube, er hat gemerkt, dass wir nicht einer Meinung sind. I think he noticed that we don't share an opinion. Ich glaube, er hat gemerkt, dass wir nicht einer Meinung sind. We also have the verb bemerken, which means to become aware of something. And I will also read you the definition in this book because I also think it's very good. Bemerken is less vivid and sensuous than merken. It implies mental activity, however brief, after the sense perception. The observation is more subtle than with merken. So you can say, after a couple of weeks of looking at him, observing him, working with him, I noticed something about him. In that case, you would probably use bemerken. Merken is really attached to your senses, to what you feel, hear, see, okay? That's the difference. These two verbs are often interchangeable. Like you could say, ich habe gemerkt, dass er nicht gut drauf ist. I noticed that he's not in a good mood. Or you could say, ich habe bemerkt, dass er nicht gut drauf ist. Ich habe bemerkt, dass er nicht gut drauf ist.
When talking to my friends or family members, I would probably use merken most of the time. Unless it really involves some sort of mental reflection to come to the conclusion or to notice something about something or someone. Let's take a look at some examples using bemerken. Ich habe bemerkt, dass Russisch eine schwere Sprache ist. I noticed that Russian is a difficult language. Ich habe bemerkt, dass Russisch eine schwere Sprache ist. Ich habe nichts Verdächtiges bemerkt. I didn't notice anything suspicious. Ich habe nichts Verdächtiges bemerkt. Der Lehrer bemerkte, dass Christoph eingeschlafen war. The teacher noticed that Christoph had fallen asleep. Der Lehrer bemerkte, dass Christoph eingeschlafen war. You could also say, der Lehrer merkte, dass Christoph eingeschlafen war. Bemerken can be used with a person as an object, unlike merken. Ich habe ihn nicht bemerkt. I didn't notice him. Ich habe ihn nicht bemerkt. Ich habe dich unter den Zuschauern nicht bemerkt. I didn't notice you among the spectators. Ich habe dich unter den Zuschauern nicht bemerkt. Ich habe deinen Fehler nicht bemerkt. I didn't notice your mistake. Ich habe deinen Fehler nicht bemerkt. Der Einbrecher hat die Überwachungskamera nicht bemerkt. The burglar did not notice the surveillance camera. Der Einbrecher hat die Überwachungskamera nicht bemerkt. You would not use gemerkt here. You would have to, observe the place and look around until you notice the surveillance camera. So you don't really feel it on your skin, or it doesn't come from perceiving something in the moment, okay? Listening comprehension, just a short one. Gestern ist mein Pferd in einen neuen Stall gezogen und ich habe ihr dabei geholfen. Mein Pferd hatte keine Umzugskartons oder Kisten, aber ich musste ihr dabei helfen, in den Transporter zu gehen. Sie wollte nämlich nicht alleine in den Transporter gehen und deswegen habe ich sie in den Transporter geführt. Am Anfang hat sie gezögert und ich habe gemerkt, dass sie sehr nervös war, aber im Endeffekt ist sie mit mir in den Transporter gegangen. Als wir sie dann eine halbe Stunde später am neuen Hof ausgeladen haben, habe ich gemerkt, dass sie sehr stark geschwitzt hat. Ich habe sie dann beruhigt und ich habe sie zu ihrer neuen Herde geführt und mittlerweile geht es ihr schon sehr gut. So you may have noticed that I used gemerkt twice in that little listening comprehension part. Jemandem etwas anmerken means to notice something about someone by watching them, observing them, or sensing something about them, okay? Ich habe es dir angemerkt, dass du sauer warst. I noticed that you were mad. Ich habe es dir angemerkt, dass du sauer warst. So we were probably spending a couple of minutes or a couple of hours with that person, and we just noticed about the way that this person behaves, that this person was mad. Merkt man es mir an, dass ich müde bin? Does one notice that I'm tired? Merkt man es mir an, dass ich müde bin? Ich habe ihm seine Aufregung angemerkt. I noticed his excitement. Ich habe ihm seine Aufregung angemerkt. So this verb uses a dative object and an accusative object. Next verb is auffallen, okay? It means to come to someone's attention, okay? Something came to my attention, or it struck me, or I noticed something about something or someone. Mir ist aufgefallen, dass du abgenommen hast. I noticed that you lost weight. Mir ist aufgefallen, dass du abgenommen hast. I could also say, ich habe bemerkt, dass du abgenommen hast. Or, ich habe gemerkt, dass du abgenommen hast. Auffallen also means to stand out. Durch ihre roten Haare fällt sie immer auf. Due to her red hair, she always stands out. Durch ihre roten Haare fällt sie immer auf. Fällt dir etwas auf? Do you notice something? Fällt dir etwas auf? When women do something to their hair or buy a new outfit or, I don't know, get their nails done or whatever, they usually ask their husbands or partners, do you notice something about me? Usually they don't, but they ask anyway. Das ist natürlich nur ein Vorurteil. Viele Männer sind sehr aufmerksam. So they would say,
Fällt dir etwas auf? Do you notice something? Fällt dir etwas auf? Or they could say, fällt dir etwas an mir auf? Do you notice something about me? Fällt dir etwas an mir auf? Was fällt dir an diesem Bericht auf? What do you notice about this report? Was fällt dir an diesem Bericht auf? The answer could be, mir fällt daran auf, dass er viele Fehler enthält. I noticed that it contains a lot of mistakes. Mir fällt daran auf, dass er viele Fehler enthält. Or, mir fällt an diesem Bericht auf, dass er viele Fehler enthält. I noticed about this report that it contains a lot of mistakes. Mir fällt an diesem Bericht auf, dass er viele Fehler enthält. Ist dir gar nichts aufgefallen, als du bei Müllers warst? Didn't you notice anything when you were at the Miller's house? Ist dir gar nichts aufgefallen, als du bei Müllers warst? Mir ist aufgefallen, dass die Schüler heute sehr ruhig sind. I noticed that the students are very calm today. Mir ist aufgefallen, dass die Schüler heute sehr ruhig sind. Ihm ist aufgefallen, dass sich seine Schwester die Haare gefärbt hat. He noticed that his sister dyed her hair. Ihm ist aufgefallen, dass sich seine Schwester die Haare gefärbt hat. Mir ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen. I didn't notice anything unusual. Mir ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Mir ist nichts Verdächtiges aufgefallen. I didn't notice anything suspicious. Mir ist nichts Verdächtiges aufgefallen. Ist Ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Did you notice anything unusual? Ist Ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Positiv auffallen or negativ auffallen means to strike you in a positive way. So something makes a good or a bad impression on you. Der neue Mitarbeiter ist mir positiv aufgefallen. Meaning that the new employee made a positive impression on me. Der neue Mitarbeiter ist mir positiv aufgefallen. Or the opposite. Der neue Mitarbeiter ist mir negativ aufgefallen. He made a negative impression on me. Der neue Mitarbeiter ist mir negativ aufgefallen. Es ist mir nicht sofort aufgefallen, dass Natalie heute nicht da ist. I didn't notice right away that Natalie is not there today. Es ist mir nicht sofort aufgefallen, dass Natalie heute nicht da ist. Auffallend means striking or eye-catching, or it also means bright when it relates to colors. This word is called Partizip 1, which I will cover very soon in a future video. Es gibt einen auffallenden Unterschied zwischen den beiden Programmen. There is a striking difference between the two programs. Es gibt einen auffallenden Unterschied zwischen den beiden Programmen. Er hat sich eine auffallende Farbe ausgesucht. He chose a bright color. Er hat sich eine auffallende Farbe ausgesucht. You could also use the adjective auffällig, which also means striking or eye-catching. Es gibt einen auffälligen Unterschied zwischen den beiden Programmen. Das ist ein sehr auffälliger Rock. That's a very eye-catching skirt. Das ist ein sehr auffälliger Rock. Er hat eine auffällige Stimme. He has a noticeable voice. Er hat eine auffällige Stimme. Nicht auffallen means to keep a low profile. Er versucht nicht aufzufallen. He tries to keep a low profile. Er versucht nicht aufzufallen. Sich bewusst sein means to be aware of something and sich bewusst werden means to become aware of something. It's very often interchangeable with bemerken. Ich bin mir bewusst geworden, dass ihm der Unterricht keinen Spaß mehr macht. I became aware that he's not having fun anymore in class. Ich bin mir bewusst geworden, dass ihm der Unterricht keinen Spaß mehr macht. Ich war mir nicht bewusst, dass er eine neue Freundin hat. I wasn't aware that he has a new girlfriend. Ich war mir nicht bewusst, dass er eine neue Freundin hat. Begreifen is to realize something as in understanding or comprehending. Er scheint nicht zu begreifen, dass er schuld daran ist. Or er scheint nicht zu begreifen, dass es seine Schuld ist. He doesn't seem to realize, he doesn't seem to understand that it's his fault. Er scheint nicht zu begreifen, dass er schuld daran ist. Or er scheint nicht zu begreifen, dass es seine Schuld ist.
Ich habe das immer noch nicht begriffen. I still didn't understand that. Ich habe das immer noch nicht begriffen. Begreifst du das? Do you understand that? Begreifst du das? Feststellen means to realize in the sense of determining something, discovering something, ascertaining something or establishing something. Wir haben an ihrem Wagen keine Mängel festgestellt. We can't find anything wrong with your car. Or literally, we did not discover any defects on your car. Wir haben an ihrem Wagen keine Mängel festgestellt. Der Arzt hat per Ultraschall das Geschlecht unseres Kindes festgestellt. The doctor determined the gender of our child through ultrasound. Der Arzt hat per Ultraschall das Geschlecht unseres Kindes festgestellt. Die Ärzte konnten die Todesursache nicht feststellen. The doctors could not determine the cause of death. Die Ärzte konnten die Todesursache nicht feststellen. Wir konnten nichts Ungewöhnliches feststellen. We could not discover anything unusual. Wir konnten nichts Ungewöhnliches feststellen. Alright, now you guys know how to use the verb to realize in all the different contexts. Remember to visit GermanWithJenny.com where I publish exercises regularly based on these videos. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!